Guten Morgen, good morning, bonjour, bienvenue, welcome, willkommen, liebe Erstsemesterstudenten der Hochschule in Esslingen. Ich weiß, Sie sind ein bisschen aufgeregt vor dem Studium, wahrscheinlich nicht aufgeregt vor dieser Begrüßung. Wir machen es aber so kurz wie möglich und dann wird es für Sie garantiert super informativ. Das ist ja jetzt ein Lebensabschnitt, der für Sie beginnt, der was ganz Neues beinhaltet. Und den beginnen Sie in einer der besten Hochschulen Deutschlands. So ein Stück weit beneide ich Sie schon. Fertig ist man, wenn man es schafft, einen Erfolg zu erleben, wenn man dort ist, wo man denkt, dass man hingehört, hat eine ganz junge Dirigentin gesagt, die ist jetzt gerade mal 35 Jahre alt. Und Ihr Lebensabschnitt soll genau so auch beginnen. Wenn Sie wissen, hier bin ich genau richtig, wird sicher ganz toll. Mein Name übrigens ist Sonja Faber-Schrecklein. Ich bin seit 30 Jahren in der Redaktion und in der Moderation für den Südwestrundfunk tätig und kenne vor allem Esslingen als Stadt, aber auch Göppingen und darf seit mehreren Jahren hier die Begrüßung vornehmen. Und es gibt einen Mann, der sehr überzeugt von dieser Hochschule ist, das ist der Rektor, und der möchte Sie jetzt auch begrüßen, Professor Christoph Wolfmeier. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Erstsemester. Als Rektor darf ich Sie im Namen des ganzen Kollegiums ganz herzlich an der Hochschule Esslingen begrüßen. Ich beglückwünsche Sie zu Ihrem Studienplatz an dieser renommierten Hochschule. Mit dem Studium beginnt für Sie ein neuer, ein aufregender und auch ein prägender Lebensabschnitt. Im Rahmen des bei uns neu eingeführten Orientierungssemesters gewähren wir sogar einigen wenigen von Ihnen einen sanften Einstieg mit ganz viel Überblick, mit Überblick über Wirtschaft, Gesellschaft und natürlich das Studium und die Hochschule. Noch leben wir Corona-bedingt in außergewöhnlichen Zeiten. Vor ziemlich genau einem Jahr haben sich die ersten bedrohlichen Zahlen der Pandemie in unseren Alltag gedrängt. Inzwischen haben sich viele einschränkende Gepflogenheiten gefühlt manifestiert. Daran gewöhnt haben wir uns nicht. So fällt es mir auch heute wirklich schwer, Sie mit dem Blick in eine Kamera begrüßen zu müssen. Wie gerne würde ich auf der Bühne in der Aula am Campus Flandernstraße vor Ihnen stehen und in viele, ja in Ihre erwartungsvollen Gesichter blicken. Dieses Gefühl ist uns leider beiderseits nicht vergönnt. Meiner Freude, Sie als Studierende an Bord zu haben, tut dies jedoch nur geringen Abbruch. Unser Kollegium fährt inzwischen gezwungenermaßen das 3. Hybridsemester. Wir möchten Ihnen, den Erstsemestern, ganz individualisiert auf der Grundlage ausgeklügelter Hygienekonzepte so viel Präsenzveranstaltungen als möglich anbieten. Wir wollen versuchen, Sie trotz Pandemie reale Hochschulluft schnuppern zu lassen. Ich darf Ihnen versichern, dass Sie mit der Wahl, ein Studium an der Hochschule Esslingen zu beginnen, eine sehr gute Wahl getroffen haben. Wir sind bekannt für exzellente Lehre, für aktuelle angewandte Forschung und für hervorragende Kontakte zu Unternehmen und Einrichtungen aus der Region und weit darüber hinaus. Studium an der Hochschule Esslingen heißt akademische Ausbildung, wissenschaftlich basierte Ausbildung, aber auch hands-on mit viel Praxis im Curriculum. Liebe Studierende, in Erwartung einer Zeit nach Corona dürfen Sie sich auf ein lebhaftes Campusleben freuen. Sie werden neue Freundschaften schließen, Sie werden oft, und da spreche ich aus eigener Lebenserfahrung, ein ganzes Leben anhalten. Die Studienzeit wird Sie in Ihrer Persönlichkeit vorwärts bringen. Sie werden viele Chancen nutzen können, indem Sie beispielsweise ein Auslandssemester verbringen. Ein Auslandssemester an einer unserer vielen Partnerhochschulen. Lassen Sie sich diesbezüglich beraten und kontaktieren Sie unsere Servicestellen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter freuen sich auf Sie.
Bitte nicht schüchtern sein. Bei allem Ernst möchte ich Sie heute auch auf 2 Punkte hinweisen, die eher humorvoll unterstrichen sind. Punkt 1. Nehmen Sie die Ratschläge Ihrer Profs ernst. Bitte nehmen Sie heute mit, dass die Professorenschaft Sie sportlich rasant in ihrem Wissen nach vorne und währenddessen auch erfolgreich durch die eine oder andere Schikane führen möchte. Ähnlich einem Elchtest, den Sie hier live von einem unserer Fahrzeugtechnik-Profs gefahren sehen können. Ich lege Ihnen ans Herz, folgen Sie den Ratschlägen Ihrer Professorinnen und Professoren. Wir möchten Sie zielsicher ans Ziel bringen. Wenn Sie von dem empfohlenen Weg abweichen, könnte es Ihnen so gehen wie jenem Studierenden, der sich auch an der Elchschikane versucht hat. Das Ziel aus den Augen verloren, vom Weg abgekommen. Punkt 2. Warnung vor dem Umgang mit ungeahnten Freiheiten. Sie sind jetzt einem verschulten System entsprungen. Klassenbuch, Anwesenheit als Pflicht, mündliche Noten und unzählige Klassenarbeiten fügten sich seither zu einer Zeugnisnote zusammen. Das sage ich gar nicht abwertend, aber feststellend. Wie läuft es nun an unserer Hochschule? Ich sage Ihnen ganz anders. Wir führen keine Klassenbücher. Wir kontrollieren nicht, ob Sie Ihre Hausaufgaben gemacht haben oder nicht. Am Ende des Semesters folgt an unserer Hochschule aber in jedem Fach in aller Regel eine Klausur. Da kommt der Hammer. Da geht es um Hop oder Top. Alles auf eine Karte. Ich will Ihnen das noch anhand einer Grafik erklären. Ein Semester umfasst 15 Semesterwochen. Hier auf der Abszisse aufgetragen. Sie stehen also heute sozusagen am Nullpunkt. Auf der Ordinate sehen Sie die wöchentliche Studienzeit in Stunden pro Woche. Wenn Sie mit 40 Stunden pro Woche einsetzen und sich sanft auf 50 Stunden pro Woche steigern, stellt sich höchstwahrscheinlich Ihr erwünschter Lernerfolg ein. Der Lernerfolg hier mit L gekennzeichnet, ist als integral zu interpretieren, also als Fläche unter Ihrer Leistungskurve. Nach 15 in Eigenverantwortung verbrachten Wochen folgt dann in jedem Fach die Klausur, wie erwähnt. Warum sprach ich anfangs von einer Warnung vor ungeahnten Freiheiten? Weil ich glaube, unsere Studierenden im Lernverhalten recht gut zu kennen. Unsere Studierenden, besonders die Erstis, neigen nämlich zu einem asymptotischen Verhalten, wie Sie hier sehen. Ich hoffe, Sie haben dieses nicht ganz ernst gemeinte Lehrstück verstanden. Liebe Erstsemester, von Herzen wünsche ich Ihnen nun einen guten Start und viel Freude im Studium an unserer Hochschule. Ich freue mich schon heute auf den Tag, an dem ich Ihnen wieder in Scharen auf unserem Campus oder in der Mensa begegnen darf. Versprechen Sie mir bitte eines, sprechen Sie mich an. Ich würde mich sehr darüber freuen. Für heute alles Gute für Sie, einen super Start. Man sollte alles so einfach wie möglich sehen, aber auch nicht einfacher, hat Albert Einstein gesagt. Ich glaube, so geht es jetzt auch Dekan Professor Jürgen Haag. Sie haben jetzt auch praktisch noch mal was Neues dazugekommen, sind quasi auch ein Erste auf Ihrem Gebiet in Ihrer Fakultät, nämlich Mobilität und Technik, vorher Fahrzeugtechnik. Was macht man da jetzt so geschwind, wenn man das so bekommt? Gut, Fahrzeugtechnik ohne Mobilität kann ja eigentlich nicht allein stehen. Von daher ist es nur eine logische Erweiterung und für uns heißt es jetzt, wir bekommen einen weiteren Studiengang, die Elektrotechnik, dazu und es passt wunderbar ins Portfolio. Wir sind ja hier im mittleren Neckarraum, Haag. Hier gibt es viel Wirtschaft, hier gibt es viele Firmen. Welche Vorteile haben denn diese Studierenden, die jetzt anfangen, wenn sie das jetzt schon wissen? Gut, als Hochschule für angewandte Wissenschaften ist uns die praxisnahe Ausbildung natürlich sehr wichtig und gerade im Bereich Fahrzeugtechnik und Mobilität sitzen wir natürlich richtig im Speckgürtel hier mit
den ganzen Fahrzeugherstellern und Zulieferern, sodass es für die Studierenden auch leicht ist, da entsprechend den Praktikumsplatz oder nachher auch eine Abschlussarbeit oder den Job zu bekommen. Wir sind ja hier an der Hochschule, die 3 Themen vernetzt, die so in der Form gar nirgends mehr sonst zu finden sind, nämlich Technik, Wirtschaft und Soziales. Großes Feld, für alle Studierenden beginnt jetzt aber eine Zeit, die es so bisher eigentlich seit einem Jahr erst gibt. Für Erststudenten oder Studierende ist es schon schwierig, sich jetzt hinzusetzen und zu wissen, wie mache ich das jetzt am besten. Was geben Sie für einen Tipp? Also wir versuchen natürlich, dass die Studierenden untereinander kommunizieren. Wir werden auch erste Laborübungen hier ziemlich zeitnah machen, sodass die Studierenden sich kennenlernen und Lerngruppen bilden können. Und dann animieren wir eben in den entsprechenden Vorlesungen, dass wir Diskussionen starten, dass die Studierenden sich untereinander austauschen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wunderbar. Vielen Dank. Gerne. Jetzt hatten wir ja 2 Professoren. Emanuel Frank, was ganz genau studieren Sie? Ich studiere die Elektro- und Informationspädagogik in Göppingen, ist der Standort. Aber Sie sind auch noch anderweitig engagiert, nämlich in der AStA. Was ganz genau machen Sie denn da? Genau, also erstmal ganz kurz, AStA ist der Allgemeine Studierendenausschuss. Bedeutet einfach, von allen Studierenden versuchen wir eben die zu vernetzen, die verschiedenen Fakultäten zusammenzubringen. Und ich speziell, ich kümmere mich um die Hochschulvernetzung. Das heißt, es gibt ja mehrere Hochschulen in Baden-Württemberg und die Hochschulen wollen alle zusammen versuchen, bestimmte bundeslandpolitische Sachen durchzusetzen. Und deshalb schließen wir uns zusammen. Das nennt sich dann LAG, das ist die Landesastenkonferenz, und auf der bin ich eben vertreten. Was würden Sie denn für Tipps geben an die Erstsemesterkollegen? Genau, also ein ganz wichtiger Tipp ist, vernetzt euch. Ja, macht WhatsApp-Gruppen aus eurem Studiengang, vielleicht sogar fächerspezifisch, sonst irgendwie macht einen Discord-Kanal auf, ich weiß nicht, vernetzt euch, weil es ist unglaublich schwer, als Einzelperson alle Informationen aufzunehmen. Und irgendjemand weiß es immer, so nach dem Motto, tauscht euch aus. Also es geht jedem genauso wie euch. Vielen Dank, Herr Frank. Ich danke Ihnen. Gern. Studieren ist das eine für Sie, aber es gibt natürlich auch noch einiges drumherum an einer Hochschule. Annemarie Graffé ist von der zentralen Studienberatung. Was genau ist denn das? Zentrale Studienberatung, das erste Stichwort zentral. Das heißt, wir sind für alle Studierenden da in der gesamten Hochschule, von allen Standorten, von allen Studiengängen im Bachelor und im Master. Genau, das ist mal das. Und Beratung, wir beraten alle Studierenden vor dem Studium, während dem Studium bis hin zum Abschluss des Studiums zu allen allgemeinen und auch persönlichen Fragen. Das ist ja eine gewisse Serviceleistung. Was für ein Service steckt denn da dahinter? Die Themen, die wir abdecken, sind zum ersten Mal auch Orientierungsfragen, Entscheidungsfragen, also wie finde ich mich hier an der Hochschule zurecht? An wen kann ich mich wenden? Mit welchem Thema? Wenn wir es nicht wissen, selber schon die Antwort auf Ihre Fragen, dann können wir Sie immer an die richtigen Personen schicken. Ansonsten Fragen zur Studienfinanzierung, zum Wohnen, zum Studienverlauf, zur Planung des Studienverlaufes. Und aber dann eben auch die persönlichen Themen, wie schon angesprochen, beispielsweise Studieren mit Kind, mit Familie, Studieren, wenn man eine Erkrankung hat, oder auch, wenn im Studienverlauf irgendwelche Ereignisse sind, wo Sie denken oder wo Sie irgendwie aus der Tritt kommen, wo was nicht so läuft, wie Sie es geplant haben, dann kann man sich bei uns melden und wir gucken dann mit Ihnen gemeinsam, wie kann es weitergehen, wie findet man da eine gute Perspektive, wieder eine gute Strategie für die nächsten Schritte.
Vielleicht noch ein Thema. Das Thema Lernen ist noch ein ganz, ganz wichtiges. Lernen an der Hochschule funktioniert anders als in der Schule. Und auch gerade unter Corona-Bedingungen ist das Studium noch mal erschwert. Man hat viel im Homeoffice bzw. Home-Studienplatz. Und da haben wir auch noch, wir bieten Lernberatung, Unterstützung für Planung der Prüfungsvorbereitung und solche Dinge an in Kursen und auch in Einzelkontexten. Also wenn Sie da sagen, das ist was ich gut brauchen kann, melden Sie sich bei uns, fragen Sie nach. Wir informieren Sie dann über Termine und Angebote noch mal ganz genau. Ich möchte Sie gerne jetzt noch ganz kurz einladen. Wir machen auch für alle Studierenden, die neu sind, Begrüßungs- und Infoveranstaltungen noch mal jetzt Ende März, am 22. und am 30. am frühen Abend. Da wird aber noch mal eine E-Mail an alle Studierenden verschickt werden, die jetzt neu dabei sind. Und da können Sie auch mit uns noch mal mehr ins Gespräch kommen und noch mal näher erfahren, was wir alles genau machen. Wunderbar. Vielen herzlichen Dank, Frau Café. Danke, Frau Faber-Schrecklein, und Ihnen einen sehr, sehr guten Start. Der Rektor hat ja vorher in seiner Begrüßung schon gesagt, dass viel angeboten wird. Jetzt ist hier Yannick Bauer, er ist selber auch Student und ein ganz schneller Leiter des Rennstalls. Was muss man unbedingt erleben? Was darf man auf keinen Fall verpassen? Ja, es gibt viele Freizeitangebote hier oder auch Möglichkeiten, sich zu engagieren. Es gibt beispielsweise AStA oder Campusleben, wo man mitmachen kann, genau. Oder auch Hochschulsportmöglichkeiten, die Pep-Band, Sing-Uni oder eben Hochschulorchester, um da bei den Proben sich beteiligen zu können. Und dann eben auch die Formula-Student-Teams, den Rehstall und den Rennstall. Der Rennstall ist hier in Esslingen. Was genau verbirgt sich da dahinter? Ja, wie gesagt, wir sind eben ein Formula Student Team. Das heißt, wir nehmen an der Formula Student teil. Das ist ein internationaler Konstruktionswettbewerb von Unis und Hochschulen, in dem es eben darum geht, ein eigensitziges Formel-Rennfahrzeug zu entwickeln, zu bauen und dann auch zu testen und eben im Wettbewerb einzusetzen. Es ist ein rein studentisch organisiertes Projekt. Und der Rennstall nimmt eben da seit 2007 in der Verbrennerkategorie teil. Aber es ist sicherlich sehr spannend, wenn man ja hier im mittleren Neckarraum auch sehr viel mit Fahrzeugtechnik, Wirtschaft und so weiter zusammenbekommt. Also warum hat Sie es interessiert, da mitzumachen und jetzt auch noch der Leiter zu sein? Klar, bei mir war es jetzt auch schon so, dass ich bereits vor dem Studium die Formula Student mal kennengelernt habe über so Studieninfotage und einfach über die Begeisterung vom Motorsport auch so ein bisschen dahin gekommen bin. Das Ganze ist eben schon, man hat die Möglichkeit, das ganze Wissen, das man im Studium lernt, wirklich mal praktisch anzuwenden, reale Aufgabenstellungen zu haben und nicht oft auch so ein bisschen gestellte vielleicht. Und man lernt auch einfach extrem viel theoretisches Wissen dazu, gerade eben in dem Bereich, wo man sich dann auch im Team engagiert. Und man wächst auch so ein bisschen mit den Aufgaben. Ich glaube, bei uns ist keiner im Team, der gekommen ist und gesagt hat, hey, ich mache da eine leitende Position. Meistens ergibt sich das dann über die Zeit. Super. Weiterhin viel Erfolg. Dankeschön. Alles Gute. Dankeschön. Michael Grabscheid ist jetzt bei mir im 6. Semester Elektrotechnik, studiert in Göppingen. Da gibt es einen E-Stall. Jetzt hatten wir gerade einen Rennstall. Was ist der E-Stall? Also der E-Stall ist im Grunde genommen ähnlich. Also wir bauen ebenfalls, wie der Yannick auch erzählt hatte, ein Formula-Student-Fahrzeug. Bei uns ist der Kernunterschied, dass wir halt ein elektrisch angetriebenes Rennfahrzeug bauen und nicht mit einem Verbrennungsmotor. Sprich, wir bauen auch die gesamten Hochvoltkomponenten und alles, was dazugehört, was auch in einem normalen Straßenfahrzeug auch drin ist, selber und entwickeln das auch selbst. Und ja, bei uns gibt es halt eher dann andere Fokuspunkte, gerade was so Antriebsregelung betrifft, dadurch, dass wir halt ein Allradfahrzeug bauen. Aber es ist auch eine Beschäftigung nebenher. Genau. Wie muss man sich das vorstellen? Also eigentlich zuerst das Studium und das läuft dann zusätzlich. Genau, das läuft so ein bisschen parallel. Wenn man halt die Vorlesungen gehört hat und wenn die vorbei sind, gehen die meisten Teammitglieder dann in der Regel, wenn wir in der Konstruktionsphase sind, halt dann ins Büro und konstruieren was und entwickeln an ihren Themen weiter. Und wir sind jetzt zwar gerade in der Fertigungsphase und aktuell läuft es dann so,
dass die meisten dann versuchen, ja, ihre in CAD-System umgesetzten Bauteile dann in die Wirklichkeit auch wahr werden zu lassen. Ich glaube, es ist sogar ganz erfolgreich, sowohl E-Stahl wie natürlich auch der Rennstall von der Hochschule Esslingen, gell? Mhm. Ja, also wir gehen auch jedes Jahr auf in der Regel 3 Events, internationale Events, die sind dann von Spanien bis Deutschland, Italien, Ungarn, da ist eigentlich alles mit dabei. Wie kommt man denn ins Ausland zum Beispiel? Also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Klar, man kann Initiativbewerbungen starten, aber wenn man da ja, irgendwie auf gewisse Schwierigkeiten stößt, dann gibt es das International Center von der Hochschule, also gibt es hochschulseitig auf jeden Fall Unterstützung. Ja. Und auch das Career Center, also wenn man Arbeitsstellen sucht und etc. und dann nicht weiterkommt, da gibt es auf jeden Fall genügend Unterstützung, was die Hochschule direkt anbieten kann. Mhm. Und Sie sind ja jetzt schon ein richtig alter Hase im 6. Semester. Haben Sie denn noch einen schönen Tipp für die Erstis? Also ich denke, man sollte auf jeden Fall nicht die ganzen Studienangebote, die es gibt, verpassen, weil ich finde eigentlich gerade das macht diesen Studienalltag aus. Das ist so der Unterschied zwischen der Schule, wo man vielleicht doch einfach hingeht und ja, dann abends wieder heimgeht. Und im Studium ist es eher so, man kann sich an verschiedensten Stellen, was auch der Jannik schon erwähnt hatte, einfach engagieren und einfach mal andere Themen machen, wo man vielleicht sonst nicht direkt machen würde. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Wir hoffen, dass wir Ihnen jetzt als Erstlinge im Studienalltag ein bisschen was mit an die Hand geben konnten, was Sie auch gebrauchen können, Informationen vor allem und vielleicht auch den einen oder anderen Erfahrungsbericht eines bereits Studierenden. Im Anschluss an diese Informationsveranstaltung sehen Sie auch noch eine kleine Preisverleihung. Jedes Jahr verleiht nämlich der Rothenberger Vertreterkonvent als Dachorganisation der Studentenverbindungen einen Preis für besonderes Ehrenamt. Matthias Pajung verleiht dort dem Preisträger dieses Jahr, Lukas Maas, eine Urkunde und einen kleinen Geldpreis für seine ehrenamtliche Tätigkeit in verschiedenen Bereichen. Dann bekommen Sie noch Einblick in die Arbeit des Hochschulorchesters. Wer sich da in irgendeiner Form engagieren möchte, sehr gerne. Und dann gibt es natürlich auch noch den virtuellen Markt der Möglichkeiten im Internet. Klicken Sie sich durch, da gibt es alles, was Sie sonst noch nebenher wissen sollten. Die dezentralen Begrüßungsfeiern der Fakultäten werden auf der Website veröffentlicht. Alles Gute für Ihr Studium, bleiben Sie gesund und positiv und zufrieden. Alles Gute für Sie.